Hi, Servus und herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist und auf meinem Kanal vorbeischaust. Mein Name ist Chris und ich zeige dir in diesem Video, wie du dein Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Du hast einen Virus auf deinem Smartphone, so wie es bei mir der Fall ist, dass dauernd irgendwelche Nachrichten aufploppen, dass das Smartphone nicht sicher sei oder ein Update verfügbar wäre oder sonstige komische Meldungen. Oder du hast ein älteres Smartphone und es will jetzt nicht mehr so wie früher. Dann ist es an der Zeit, es auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Du hast dann quasi ein neues Smartphone. Du willst aber sicherlich deine Apps und Apps-Anordnungen wieder so haben und selbstverständlich deine Bilder und wichtige Daten auch behalten. Ja, das geht. Erfordert nur ein bisschen Überlegung, Zeit und Geduld. Du solltest für die ganze Aktion schon so 4 Stunden einplanen. Normal werden deine Apps beim Wiederherstellen wieder so angeordnet, wie sie waren. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, solltest du einen Screenshot von deinen Bildschirmen machen und sie dann in ein Album auf der SD-Karte speichern und deine restlichen Bilder auch. Wie das geht, habe ich in den Videos Bilder vom Smartphone sichern oder Ordner erstellen, nie mehr Bilder suchen gezeigt. Link dazu findest du oben rechts. Ein SD-Logo am Album sagt dir, dass das Album auf der SD-Karte gespeichert ist. Bei WhatsApp geht das so. Unter Einstellungen, Chat Backup. Hier musst du auf den Button Sichern tippen. Vorher vielleicht unten noch ein paar Einstellungen unter Google Drive Einstellungen vornehmen. Wie oft auf welches Konto und ob du auch Videos sichern willst einstellen. Und dann sichern tippen. Jetzt kommt die wichtigste Sicherung, die musst du auf jeden Fall machen, wenn du deine Kontakte und alle Apps wieder haben willst. Du streichst von oben nach unten mit dem Finger, tippst auf das Zahnrad auf Einstellungen, Konten und Sicherung. Hier gehst du auf Konten und dann musst du unten unter Daten automatisch synchronisieren den Schieberegler aktivieren. Dann auf Samsung Cloud, hier muss der Kalender und der Samsung Pass eingeschaltet sein, falls du den Samsung Kalender und den Fingerabdruck zum Einloggen benutzt. Du kannst jetzt unter Datensicherung auch alles auf die Samsung Cloud sichern, mache ich aber nicht, außer die 2 Sachen. Ich mache das auf die Google Cloud aus dem Grund, weil ich Google auf mehreren Geräten nutze und es mir lieber ist, alles auf einem Konto zu haben. Dazu gehst du dann hier zurück und dann auf Sichern und Wiederherstellen. Dann auf Sichern von Daten. Hier aktiviere ich bis auf Sprachaufnahmen und Roaming automatisch sichern alles. Also Apps, Startbildschirme, Einstellungen, Kontakte, Kalender solltest du auf jeden Fall einschalten. Und dann jetzt sichern drücken. Bam. Dann rotieren die Kreise und zeigen dir den Fortschritt an. Also warten ist angesagt. Dauert eine Weile. Wenn die Haken dann an der Seite sind, ist die Sicherung abgeschlossen. Okay. Zurück. So, dann setzt du dein Smartphone zurück. Das geht so. Du gehst unter Einstellungen, allgemeine Verwaltung, zurücksetzen. Hier kannst du nur Einstellungen zurücksetzen, Netzwerkeinstellungen oder Eingabehilfen, Hilfeeinstellungen zurücksetzen.
Um alles zurückzusetzen und das Smartphone wieder jungfräulich in der Hand zu halten, musst du auf Werkseinstellung zurücksetzen, dann ist alles weg. Wichtig ist bei der ganzen Aktion, sie nüchtern, sich Zeit zu nehmen dafür und immer alles lesen, nicht einfach drücken. Aber wenn du das so machst, wie ich es dir hier zeige, dann geht alles gut. Aber natürlich alles ohne Gewähr. Hier unten auf den Button Zurücksetzen drücken, dann musst du das Passwort zum Entsperren eingeben. Dann nochmal der Hinweis, dass alles gelöscht wird und dass die Daten auf der SD-Karte nicht gelöscht werden. Ja, und hier flattern wieder ein paar Spam-Nachrichten ein. Ihr Konto wird gemeldet. Hier sind Nachrichten ohne Ende. Wartung, Google. Furchtbar nervig. Jetzt löschen. Bam. Nochmal Fingerabdruck. Also, allmächtig ist das dreckig. Als erstes den PIN von der Karte eingeben und los geht's. Dann fragt es dich, wie du die Daten wiederherstellen willst, drahtlos oder mit einem Kabel. Das brauchst du, wenn du ein neues Smartphone hast. Hier also auf dies erstmal überspringen tippen, dann dein WLAN auswählen, einloggen, damit du wieder mit der Welt verbunden bist. Weiter. So, ab hier dann mit Zeitraffer, zackig. Dann am Google-Konto anmelden, Bestätigung in 2 Schritten. Dann ein paar Mal bestätigen und Displaysperre eingeben und so weiter. Dann wird dir angezeigt, was wiederhergestellt wird. Hier die Haken alle dran lassen oder reinmachen und auf Wiederherstellen drücken. Ja, dann kommen noch ein paar Einstellungen, wie du dein Smartphone entsperren willst. Und jetzt melde ich mich an meinem Samsung-Account an, weil den brauche ich, damit ich meinen Fingerabdruck zum Anmelden verwenden kann. Hier wird dir nun angezeigt, wie weit die Einrichtung und die Datenwiederherstellung abgeschlossen ist. Wie viele Apps schon installiert sind, das dauert ein bisschen. So, und jetzt, voilà, das hätte ich selber nicht gedacht, ist alles wieder so wie es war. Jede App ist genau wieder da, wo ich sie haben will. Also, du siehst es ihm an, mein S8 ist mittlerweile 5 Jahre alt und nicht mehr das Neueste. Aber es tut noch das, was es soll, und ich bin noch zufrieden mit seinen Diensten. So, und nun starte ich mal WhatsApp. Telefonnummer eingeben. Ein Backup wurde gefunden und wiederherstellen von
11:03 Uhr Größe. Dann Namen eingeben, Telefonnummer. Nun richte ich meinen Fingerabdruck ein, Einstellungen, biometrische Daten und Sicherheit, Fingerabdrücke und dann PIN eingeben von der SIM-Karte. Danach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, fertig. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für dich. Wenn ja, lass gerne ein Abo da, einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen auf einen nächsten Besuch von dir. Tschüss, Ade und ciao, ciao.